Hi Leute, willkommen zu Drang Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Heute wird es mal nicht das Video geben, was ich eigentlich vorhatte. Und zwar hatte ich eigentlich vor, mit den kleinen Schilden hier weiterzumachen. Ich wollte ja noch die drei mit den beschäumten Sachen drauf machen. Hat schon angefangen mit dem Video. Hab dann angefangen, den Kern bzw. für hier aus Regenrohr den Kern auszusäen und hat man dann hier mit der Säge hier so ein bisschen hier in der Hand rein. Ich werde jetzt erstmal 1-2 Tage die Säge erstmal nicht anfassen, damit das hier ein bisschen verheilen kann. Deshalb musste ich mir ein bisschen was einfallen lassen als Alternativvideo. Tut mir leid, aber heute kommt mal wieder, ich habe wieder ein paar neue Spielereien noch gefunden gehabt. Wir improvisieren jetzt für das Video ein bisschen. Und zwar mal wieder bei Amazon. Das ist unglaublich, was man da manchmal so findet. Habe ich die Mini-Version von den Flammenlampen gefunden. Als USB-Teil. Haben zwar keinen Akku drin, aber wenn man dann so richtigen Adapter, weil das ist ein bisschen blöd, entweder muss man dann direkt in eine Powerbank reinstecken, so wie hier, was ich ein bisschen blöd finde. Habe jetzt auch mir eine kleine Powerbank, die ist dann nur so handbreit, mal bestellt. Und dann habe ich mir halt mal ein paar Adapter in der Hoffnung, dass das passt. Sieht jetzt alles ein bisschen wild aus, aber es funktioniert. Ja. Ist jetzt nicht so mega hell, aber ich habe mir da so mal was überlegt. Und zwar hatte ich hier noch so einen alten Bauarbeiterhelm rumliegen. Das ist jetzt nur so die Idee. Werde ich in dem Video noch nicht machen, aber so als Idee hatte ich mir überlegt, ich baue einen Zwergenhelm mit so einer Bauarbeiterlampe vorne dran. Ne? Also quasi, ich nehme den Helm also als Grundbasis, werde den mit Matte verkleiden und mache dann vorne so quasi hier die Lampe dran. Den Akku dann hier irgendwie in den Helm. Hier kann man noch, da man den noch so vernünftig aufziehen kann. Gut, muss ich ein bisschen größer stellen. Aber so im Großen und Ganzen passt da. Also gestern noch. Heute habe ich anscheinend durch das ganze Wasser trinken von der Hitze ein bisschen Wasserkopf gekriegt. Und geht und nicht so richtig. Naja, ist egal. Auf jeden Fall passt. Ne? Wenn man den dann auf den Kopf macht, hat man dann quasi hier so als Lampe. Mal uns gucken, wie ich das dann mache. Aber so die Idee. In dem heutigen Video will ich dann gucken, da werden wir das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen verkleiden. Ich bin noch am Überlegen. Eine Version mache ich mit Silikon. So in Flammenoptik, hier so wie diese Flammenlampen. Habe ich hier noch eine. Irgendwo habe ich bestimmt, ne? Ich glaube, ich habe ja keine mehr. Und die andere so hier wie die rote hinter mir mit diesen Kristallen. Da wollen wir uns gucken. Was ich dann davon nehme, weiß ich noch nicht, aber das ist jetzt so quasi die Idee. Ich finde das eigentlich ja nicht schlecht. Das könnte man vielleicht auch für die Fackel nehmen. Weiß jetzt nicht, wie die Leuchtkraft ist von den Dingern. Müssen wir mal im Dunkeln gucken eigentlich, aber so megamäßig muss es nicht. Man muss mal gucken. Da bin ich echt am Überlegen. Man könnte natürlich die, wie gesagt, für die Fackel nehmen. Da müsste ich natürlich was einfallen lassen, wo man die Powerbank, wenn man so eine kleine nimmt, am besten reinmacht. Obwohl die großen schon eine schöne Lichtausbeute haben. Die hier wahrscheinlich eher nicht so. Aber wie gesagt, für so einen zwergischen Bergarbeiterhelm ist das bestimmt eine gute Idee. Naja, mal gucken. Bin jetzt echt am Überlegen, was ich da mache. Ich denke mal, wir machen jetzt in dem Video, wenn wir dann zweierlei machen. Einmal machen wir dann das Silikon-Ding und das die zweite, weil ich habe nur 2 von den Teilen. Ich hatte die mir mal bestellt so zum Ausprobieren. Ich weiß jetzt auch ja nicht, wie die Dinger genau hießen. Irgendwas mit Flammen gedöns. Müsst ihr mal gucken. Gibt's auch nicht viele. Habe ich auch fast 2 Wochen drauf gewartet, dass die kamen. Irgendwo aus China anscheinend. Ist aber nicht schlimm, wie gesagt. Ich glaube, die haben noch keine 10 Euro gekostet. Die 2 zusammen. Also wenn man mal was bauen will, was nicht so viel Leuchtkraft braucht und relativ schlank ist, kann man das halt benutzen. Ich fand die Idee gut. Ich dachte, naja, ein paar Euro kann man mal investieren. Wie gesagt, jetzt muss ich nur noch gucken, wie das da mit einer Powerbank und mit den Kabelgedöns bin ich auch noch nicht zufrieden. Das Problem ist halt, dass die hier hinten diesen breiten Stecker haben. Das finde ich dann nicht ganz so toll. Aber wie gesagt, mit einem passenden Adapter funktioniert das. Das ist natürlich dann auch wieder ein paar Euro, was das da mehr kostet, aber es geht. Ja. Also von daher, mal schauen. Ja, dann müssen wir uns gucken, wie wir das am besten machen. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Statt Ganze jetzt hier einstecke, ist das natürlich die ganze Zeit am Flackern.
Wo kann man das denn am besten hin tun, dass das nicht umfällt? Wisst ihr was? Wir probieren mal einfach aus. Ich nehme jetzt mal hier ein Stück Schaumstoff. Oh ja, das klappt. Das klappt so, ja Leute. Ich gehe mal in eine andere Perspektive. Bleibt dran, wir sehen uns. So sieht das doch schon besser aus. Ich habe jetzt einfach hier von meinem Matratzenschaum, schon wo ich mal die Schwämme habe, einfach hier so 2 Schlitze reingeschnitten. Und dann kann man den und drunter von dem USB da rein. Und dann halten die Dinger auch gut. Also was heißt gut, aber so fallen nicht so schnell um. Ja, dann werden wir mal gucken. Das erste Teil machen wir jetzt erstmal, müssen wir schauen. Hoffentlich ist es Silikon, das man noch gebrauchen kann. Viel brauchen wir ja Gott sei Dank nicht. Der Proppen hier mal raus. Und dann hoffen wir mal, dass hier noch genug drin ist, dass man wenigstens, oh ja, ja, geht. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel wir da brauchen. Machen wir erstmal nur das Rot. Ich muss mir auch noch dann überlegen. Das Ganze muss ja dann nachher noch irgendwie eine Fassung oder so, irgendwas in der Art kriegen. Wie ich das dann später am besten mache, da weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Da muss man noch was einfallen lassen. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass das funktioniert. So. Schmieren wir erstmal wieder das ganze Ding ein, so wie üblich. Und dann müssen wir gucken, ob wir das so ein bisschen dann zupft kriegen. Wie gesagt, ich muss gucken, nur ganz bis unten. Weiß ich noch nicht. Das Ganze muss ja irgendwie noch, ich sag jetzt mal bei dem Helm dann irgendwie, da ich das irgendwie noch festmache. Da muss ich mal jetzt überlegen, wie ich das am besten mache. Obwohl, da habe ich auch schon so eine kleine Idee. Ob das natürlich klappt, müssen wir dann bei dem Ding nachher gucken. Ich werde, denke ich mal, so ein Stück Rohr nehmen und das dann da irgendwie so verwursteln, dass das quasi wie so eine Führungshülle ist. Da ich so das untere Drittel quasi da so reinstecken kann. Dann kann man das nachher, wenn mal was kaputt gehen sollte, auch gut austauschen. Das ist bei so Sachen ja auch immer so eine Sache. So, ja, das sieht doch schon mal, ja, das lassen wir so, oder? Sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Hier an ein paar Stellen noch ein bisschen mal drüber gehen. Aber von der Flamme schon mal okay. Das ist jetzt das Rot. Hier haben wir nachher noch ein bisschen mit Gelb oder Orange oder Orangengelb. Da muss ich uns gucken. Na gut, haben wir wieder viel zu viel. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, machen wir das mit dem Dings. Stecken wir erstmal ein. Dann brauchen wir ein bisschen Zehnermatte. Schneiden wir einfach mal ein Stück von ab. So megamäßig viel brauchen wir ja nicht. Einfach mal so ein paar Teile zusammen. Ja, das ist ein bisschen groß. So super viel brauchen wir ja bei dem Teil nicht. Die Lampe ist ja nicht allzu groß. Gucken, hoffentlich reicht das schon. Probieren wir mal aus, wie das Ganze aussieht. Den kann man ja sowieso schon mal gucken. Das sieht schon mal gut aus. Da machen wir dann FlexiPaint transparent mit Glasmalfarbe roter. Und bei dem hier, wie gesagt, da kommt noch ein bisschen Orange oder Gelb drauf.
prinzipiell könnte man auch schon so lassen. Das sieht so eigentlich auch schon ganz gut aus, finde ich. Vielleicht lasse ich das auch so. Durch die Flammen hast du das orange. Ich denke mal, das lasse ich auch so. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jo. Also durch das Orange von der Lampe selber, ich glaube, das lasse ich sein. Das reicht so. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Mal gucken. Also haben wir das hier schon mal. Dann müssen wir nur noch hier ein paar Schichten transparentes Flexipaint mit Glasmalfarbe drin rüber machen. Das mache ich jetzt erstmal. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das ist ja eigentlich nur drüber pinseln und dann ist das gut. Dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich hier auch ein paar Schichten drauf gemacht habe. Ein bisschen dunkler jetzt schon, weil ich will die Sachen testen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt Flexipaint transparent mit Rot und ein bisschen am Pinsel war immer noch so ein bisschen schwarz. Ich habe den nicht komplett trocken gemacht. Das hat auch ein paar Stellen, die ein bisschen dunkler sind. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Und am Ende habe ich dann noch mal 1, 2 Schichten die Glasmalfarbe noch mal komplett ohne Flexipaint drüber getupft. Weil mit ist immer, dass das so ein bisschen heller ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier so an manchen Stellen. Na, da muss man dann halt noch mal 1, 2 Mal mit dem Rot selber drüber tupfen. Aber das ist kein Problem, dadurch, dass das durchscheint. So, dann mittlerweile habe ich hier meine Powerbank gekriegt. Ist zwar alles schön und gut, aber wie ihr seht, also wirklich viel kleiner ist die nicht. Also für den Helm müsste es gehen, aber ich sag jetzt mal so, die Hälfte hätte auch getan. Das ist natürlich mal ins Gucken, ob ich da nicht noch irgendwas finde, was dann noch ein bisschen kleiner ist. Weil die hier, die ist mir auch schon wieder zu groß. Also die Hälfte, das wäre genau das Richtige. Mal gucken, ob ich da noch was finde. Naja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir das Teil jetzt. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Kann man die beide rein. Oh ja, klappt sogar. Guckt mal. So, dann gucken wir uns das jetzt mal im Dunkeln an. Licht aus, also das heißt im Dunkeln, relativ dunkel. Naja, gut. Also der Kristall, der sieht auch mehr so nach Feuer jetzt aus. Ich weiß es nicht. Aber gut sehen die eigentlich alle beide aus. Ja, machen wir mal einzeln. Einmal die. Also das hier mit dem Rot nur alleine, finde ich, das sieht super schon aus. Das lasse ich auf jeden Fall so. Dann machen wir das mal wieder raus. Das rein. Ja. So. Okay, das hatte ich gedacht, das sieht ein bisschen roter aus. Das sieht jetzt mehr so aus wie, naja, so ein bisschen, man nennt es wie Kohlen. Aber so in der Art. Naja, gut. Sieht aber auch ganz nett aus. Ich hatte gedacht, das sieht ein bisschen rötlicher aus. Aber irgendwie sieht das auch ein bisschen mehr wie Flammen aus. Na, ist egal. Ich glaube, die Variante mit den Flammen hier, ich glaube, das ist die bessere Wahl. Soll man gar nicht meinen. Hier, guckt mal, wie orange das aussieht dadurch. Ich hatte angenommen, dass das mehr rot rauskommt, aber sieht trotzdem nicht schlecht aus. Hat auch was. So, naja, mal gucken. Also eigentlich gefallen sie mir beide gut. Nur bei dem hier hatte ich echt gedacht, dass das mehr so ein bisschen rötlich ist. Es sieht immer noch aus, als wenn eine Flamme da drin ist, aber meine Güte, was soll's. Wie gesagt, sieht alles beides eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich wirklich nur noch schauen, dass ich mir eine kleinere Powerbank noch besorge. Wie gesagt, für den Helm kann man das Ding noch nehmen, weil ich das dann oben so da unter die Einlage machen werde. Mal jetzt gucken, wie ich das da festkriege. Das wird aber schon irgendwie funktionieren, denke ich mal, dass ich das da hinkriege. Und der Rest muss man gucken. So wie gesagt, ich muss was Kleineres haben, weil ich hatte nämlich noch die Idee mit den Dingern hier. Wenn man die so reinmacht, gut, da brauchen wir wieder den Adapterkabel, weil das sonst wahrscheinlich nicht klappt. Und ich muss es auch ein bisschen größer dann machen. Das ist nämlich die Idee, dass ich mir das Kohlebecken, weil ich für das Heilerbesteck, das kann man bestimmt dann schön so da reinlegen. Und normalerweise benutze ich ja immer so ein Touchlicht, das sieht ja auch schön aus. Aber ich glaube, mit der Lampe drin und dem Geflacker sieht das bestimmt noch eine Ecke besser aus. Also das ist auch so eine Idee. Und für irgendwelche anderen Sachen kann man das bestimmt auch benutzen. Gut. Vielleicht würde für irgendeinen Magierstab,
wo dann die Elektrik nicht so groß sein soll, weil das Ding ein bisschen filigraner wird oder sowas. Na, da gibt es ja alles Mögliche. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch auch vielleicht ein bisschen inspiriert. Entschuldigung, wie gesagt, nächstes Video wird dann hier mit den kleinen Schilden sein, nächstes Wochenende. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.